Moin liebe Lüd, ich habe ja Kommentare gekriegt, schade, dass ich Pech mit meinem Vorzelt habe. Ich habe kein großes Pech mit meinem Vorzelt. Das ist ein gebrauchtes Vorzelt, das ich mir hier besorgt habe. Das ist eigentlich auch eher für Wohnwagen als für einen Caravan, aber mit einem Kede-Adapter passt das hier an Schwarze Schaf auch ran. Dadurch, dass es gebraucht ist, ich habe es mit defekt gekauft. Also es waren 2, 3 Löcher oben in der Plane, die habe ich ganz easy fixen können. Und dann war einer der Schläuche defekt. Den habe ich neu verschweißt und jetzt habe ich gestern gedacht, meine Reparatur hat aufgegeben, dass das die Stelle wäre, die geplatzt ist. War sie aber gar nicht. Diese Röhre hier, die hat aufgegeben, die ist an der Seite oben geplatzt. Die hatte eine richtige Ausbauchung oben am Schlauch, als wir das dann aufgemacht haben, und hat dann an der Naht aufgegeben. Hier haben wir jetzt eine Notreparatur gemacht, erstmal nur, dass wir einmal da einen Streifen drüber geklebt haben und dann aufgerollt, mehrfach gefaltet und mit Kabelbinder zusammengezogen. Damit hält der Schlauch erstaunlich gut. Also den habe ich jetzt einmal wieder aufgepumpt, ein bisschen nachgepumpt. Das heißt, das Zelt wird mir jetzt hier zwar immer mal wieder zusammensacken in kurzer Zeit, so, ne? Also länger als 3, 4 Stunden bleibt das so nicht stehen. Nur der vordere Teil bleibt dann offen stehen. Aber das ist nicht weiter wild, wenn man sich hier abends hinsetzen will, was wir die letzten 2 Tage getan haben. Ein paar Lufthübe rein und dann kann man hier tatsächlich wieder schön sitzen. Das ist auch der Grund. Einige haben euch gefragt, Mensch, was ist denn mit Michael los? Hat gar kein Video gebracht. Ja, nach dem Ankommen hier am Montag habe ich dann erstmal gesagt, Privatleben geht vor. Wir haben hier schön zusammen abends gesessen mit Freunden und haben hier gegrillt unter dem Zelt, haben es uns gut gehen lassen. Und dann war natürlich zu wenig Videocontent da. Also konnte das jetzt nur klappen mit dem ersten Video, das ihr gestern gesehen habt. Einmal der Montag und der Dienstag zusammengefasst. Heute ist der Plan Firefighters in Eröffnung. Ich hoffe, mich mit dem Gewinner meiner Verlosung treffen zu können. Also wir haben fleißigen Kontakt, der ist auch schon seit Dienstag sogar schon auf dem Gelände. Sehr gut! Und links vor! Jetzt zweimal H, einmal Huscha und das 5-mal hintereinander. Und 1! Huscha! 2! Huscha! 3! Huscha! 4! Huscha! 5! Huscha! Backen! Perfekt! Sehr gut! Die Bändchenausgabe scheint dieses Jahr auch komplett problemlos zu laufen. Ist ja auch dezentral, also oben am Camperpark soll es eine Ausgabe geben, an der Residence Evil hat es eine Ausgabe gegeben. Wheels of Steel's Area hat schon immer eine Ausgabe gehabt, soweit ich weiß. Und hier kein Andrang, keine Schlangenbildung. Und vergesst bitte nicht, wenn ihr euer Wristband geholt habt, gibt es hier vorne in dem kleinen weißen Zelt, neben dem ich gerade stehe, dann noch das kleine Starterpaket. Früher gab es mal ein Full Metal Bag, gibt es alles nicht mehr, aber ihr kriegt die Trinkflasche, ganz wichtig, genug trinken jetzt bei dem Wetter. Ihr kriegt eine kleine Festivalzeitung und natürlich den obligatorischen Müllsack. Ist das Zeug so brennbar bei ihm? Ja, angeblich. Ja, gucken wir mal. Die Ladies. Na, so ein Ranchero nimmt mischen, ne? Die Wastelander zeige ich euch auch noch mal detaillierter. Aber jetzt muss ich rüber zur Feuerwehr. Wacken, Wacken, Feuerwehr. Und ganz wichtig, Mega Bosch. Kann ich euch tatsächlich empfehlen, habe ich mir schon ein paar Mal angehört. Die können richtig was. Wacken, wacken! Wacken, wacken! Wacken, wacken! Danke! Oh Leute, das ist so geil, euch wieder hier zu sehen. Wunderbar, herzlich willkommen in Wacken! Die Arbeit von meinen Kollegen kann manchmal ganz schön schwer sein, wenn ihr euch das hier mal anguckt. Ja, anders kann man die Bühne nicht filmen. Der Ochse dreht sich wieder auf den Spieß. Beim Ochsen im Wackinger Bereich. Und sagen wir mal, die Getränkepreise von diesem Jahr könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen.
Story, oder? Danke, dass du vorher gefragt hast. Ja, aber jetzt spielen wir leider nicht Great Balls of Fire. Ich glaube, er hat sich nicht getraut. Er hatte gehofft, dass ich diese Story nicht erzähle. Aber das macht jetzt trotzdem, ist egal. Mal gucken, ob ihr hier auch textsicher seid. Wacken, wacken! Wacken, wacken! Wacken, wacken! Und erstmal sich ausziehen. Funktioniert jedes Mal. Aber Stefan, ist unser letztes Lied jetzt. Das ist das letzte Lied. Leute, lasst uns Party machen! Wacken, wacken! Wacken, wacken! Wacken, wacken! Ich darf die Mädels doch gleich mal nach vorne bitten, würde ich so sagen. Wir sehen uns am Samstag um 12. Hier haben wir die Faster und die Harder. Bodenverhältnisse sind dieses Jahr natürlich ganz was anderes als letztes Jahr. Und da muss ich euch auf eine Neuigkeit dieses Jahr dann ein bisschen vorbereiten. Ihr seid es von mir gewohnt, dass ich dann auch mal kurze Sequenzen von der Bühne zeige. Lang kann man ja ohnehin nicht zeigen, das gibt Copyright-Claims. Aber wir haben hier strenge Auflagen dieses Jahr. Das heißt, bespielte Bühnen dürfen nur in ganz, ganz kurzen Schwenks mal gezeigt werden und das auch nur aus großer Distanz. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo versuche, ein bisschen Stimmung aufzufangen dieses Jahr, wird es im Wesentlichen wahrscheinlich eher so sein, dass ich an der Nebenbühne stehe, die gerade nicht bespielt wird, und mich aufs Publikum konzentriere. So, die Wellenbrecher haben wir auch hier. Da sind wir jetzt an der Faster. Und hier wird nachher Bülent Ceylan die Eröffnung geben, wenn die Infield-Eröffnung dann gewesen ist. Ist für 16 Uhr Bülent Ceylan hier angesagt. Wizards and Warlocks are expecting you. Infield Opening geht los. Witches, Warlocks and Wizards. Die haben gute Stimmung. Das wird gleich hier losgehen. Aber dafür ziehe ich mich natürlich ein bisschen zurück, dass sie hier auch gleich freie Laufstrecke haben. Da wird getrommelt auf den Alu-Einlassblöcken. Hier vorne sind sie auch schon heiß. Hier vorne sind sie auch schon heiß. Geht jeden Moment los. Die Bühne ist unter Licht genommen worden. Let's get ready to open the gates. Jetzt geht's hier los. Wacken! Wacken! Wie schnell zum Glück so ein Jahr vergeht. Yeah, we're impressed how fast a year goes by. Wir hören euch schon, hoffentlich jetzt schon laut. Wo seid ihr? Are you with us? Aber großen Dank an euch, dass ihr wieder da seid, unser Vertrauen habt, dementsprechend wie euer und wie immer
Ihr seid die besten Fans der Welt! Thanks a lot for Ja! in us and our team. You are the best fans in the world. Also, um es kurz zu machen, passt euch auf, helft euch gegenseitig, habt ein geiles Fest und wir sehen uns jetzt dann wieder am Sonntagmorgen. Are you ready to metal? Ist das nicht hier eine Ehrung des heiligen Bodens? Jawohl! Wir können nicht beide auf die Knie gehen, das geht nicht! Doch, ich finde das total toll. Okay, bleib da! So, es geht allmählich drauf los. Bülent Ceylan wird gleich loslegen. Wie ich in dem letzten Video schon gesagt habe, wir sollen keine bespielten Bühnen zeigen. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt ein bisschen anders arbeiten muss. Hier ohne Band hatte ich noch nicht so viel Kohle. Da war ich Kanickel. Und ich muss sagen, ich belohne uns gegen wirklich echt. Also wir haben so Schiss, weil mit Band kennt ihr mich noch nicht. Und das Lied heißt Jallaub, mein Album heißt Ich liebe Menschen. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, dass ihr seid, also, sondern meine Frau, meine 3 kleinen Kinder sind da und die haben für die Bio-Deutschen Gehörschutz. Aber ich dachte, ich muss meine ganz kleinen Kinder schon hierher bringen, damit sie gleich wissen, was die richtige Musik ist. Und jetzt muss ich euch mal was sagen. Ich weiß nicht, jeder kennt meine Songs noch. Und im Januar sind wir auch auf Tour. Aber meine ganz kleine Tochter, die hat gesagt, Papa, was ist, wenn die in Wacken dich nicht lieb haben? Dann bin ich ganz traurig und meine Familie guckt jetzt gerade zu. Ich zeige es jetzt nicht aus gewissem Schutz, wir wissen ja warum. Aber ihr könnt doch mal so richtig Leid für mich mal schreien. So, und zwar so, Wacken hat den Papa lieb und dann sind meine Kinder glücklich. Okay? 1, 2, 3. Wacken hat den Papa lieb! Der Papa ist Bühne. So. Das kann ich euch natürlich wieder nicht zeigen. Und die Hände! Ich liebe euch! Geh dich auf! Ich mache das. Und Leute, ihr glaubt es wahrscheinlich immer noch nicht. Aber ich habe ihn hergeholt für euch. Die Musiklegende. Er wird 75, sieht er aus wie 25. Hier ist für euch mit einem riesen Laola Welle Applaus, Peter! Er ist es! Ich freue mich so sehr, heute hier dabei zu sein. Es ist mein erstes Mal und ich bin überwältigt. Hab ich in deinen Augen sehen, hey, vielleicht sind wir noch alle ein bisschen klein. Die Herzen! 8 Milliarden Mal im Leben, voller Liebe, voller Tränen, so viel Geschichten. Also ich würde Konzerttickets für Bülent Ceylan würde ich mir kaufen. Also, Jalla hopp! ich kann es nicht glauben, es ist wie ein Traum heute. Ich habe heute Nacht nicht schlafen können. Der Kleinste hat geschrien. Aber es war geil. Ich liebe meine Frau, die heute da ist. Ich liebe meine Kinder, ohne die könnte ich das alles nicht machen. Ich liebe euch. Und ich hoffe, wir sehen uns im Januar. Da bin ich auf Tour mit dieser Band. In jeder Stadt in Deutschland. Es gibt jetzt schon Tickets. Es wäre so geil, wenn ihr kommt. Weil ohne euch geht's dann nicht. Also Bülents Auftritt war absolut klasse. Guter Opener. Ich würde mir Tickets holen für seine Konzerte. Wieder erwarten, das Zelt steht. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, dass hier vielleicht ein bisschen nachgepumpt worden ist. Aber die reparierte Röhre von gestern, notdürftig reparierte, die hält. Und die heute über Nacht wieder aufgegeben hat, habe ich heute Morgen aufgepumpt. Jetzt hat sie eigentlich vollen Druck. Ich kann mir real nur denken, dass Ralf die für mich mal, bevor er losgegangen ist, noch mal kurz gepumpt hat. Aber
über das Wacken Open Air kommen wir auf alle Fälle mit dieser Lösung. Und danach kann ich das dann richtig reparieren. Habe ich dann etwas gelernt und ihr könnt euch auf das Video freuen, wie ich diese Reparatur dann angehe von diesem Luftzelt. Ist das ein Service hier? Auf der Motorhaube die gesamte Running Order drauf für die Vorbeilaufenden. Das nennt man Service von diesen netten jungen Leuten hier. Wacken! Das ist auch mal so ein schönes Beispiel für Minimalscamping. Ich liebe diese kleinen Wohnanhänger. Ich habe da schon ein paar von gefilmt auf meinem Kanal. Super geil. Ich bin aufgefordert worden, ich muss Platz nehmen. Ich bin jetzt mal gespannt, was das wird. Und du bist sicher, dass das Ding mein Gewicht halten kann? Also langsam. Oh, 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 oh. Wow. Es knackt noch nicht mal. Jawohl! Jawohl! Wacken! Einmal die- Wenn ihr euch mal, ich schneide mal das andere Bild von heute Morgen daneben. Das ist das, was jetzt draus geworden ist. Und jetzt hole ich mir auch mal ein Stück vom Ochsen. Und das ist das, was jetzt heute mein Abendessen wird. Ihr kennt das Spiel ja, ne? Ich esse euch jetzt einen vor. Ihr kennt das Spiel. Man kann mal die Videos nicht angucken, ohne vorher gegessen zu haben. Jetzt gucken wir mal, wie der Ochse schmeckt. Ich möchte jetzt gerne einen Fuchs. Doch, ist lecker. So, und hier hat man immer Stimmung. Und sie haben Follower. Find Winners. Eventuell muss ich das zweimal machen, wenn halt einer der Nichtberechtigten gewinnt. Sergio X1212 hat gewonnen. Leider ist der Kommentar jetzt nicht angezeigt. Das heißt, ich muss jetzt nochmal von Hand Sergio XX1212 nachschauen. Hier haben wir ihn gefunden. Wie schön, dass ich es vorher gesagt habe, dass auch ein Tippfehler wie Wackeln akzeptiert wird. Und ihr seht, der ist auch mit einem roten Herz markiert hier. Sergio. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Moin! Grüß dich. So, da haben wir den Gewinner. Der Ja. hat das Los gewonnen. Ja, Hat war ich ein auch bisschen selber. Probleme gegeben, weil ich zu doof war, Instagram zu bedienen, dich zu erreichen. Ja, und ich war mal am Arbeiten. Und er war am Arbeiten. Ja. Du arbeitest bei Hamburger Verkehrsbetriebe, Ja, ne? VAH. Ja, Richtig. ja. Da war er nämlich noch voll am Busfahren, aber es hat alles geklappt, wir haben das alles gut hingekriegt. Du bist sogar einen Tag früher sogar schon auf den Campground gekommen Montag, jetzt, ja. ne? Direkt Montag, gleich nachdem ich dir das Ding drüber gejagt habe, Ja. hast du gleich gesagt, oh komm, Excess Vormittag. Spaß, Schiede Goal. Bin ich mit meinen Jungs hingefahren. Ja. Hat alles wunderbar funktioniert. Oh, fantastisch, super. Ich freue mich Ja. auch sehr. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, ich habe den Eindruck, es hat den richtigen getroffen. Ja. Du wärst sonst nicht dieses Jahr nicht aufs Wacken raufgekommen, ne? Nee. In den letzten Jahren mal da gewesen? Ja. Ja, Also ich war von 2008 bis 2014 hier in Wacken. ja. Also lange Unterbrechung. Das Ja. ist ja wirklich lang. Ja. Ja. Da haben wir ihn dann endlich mal wieder auf den Holy Ground hier raufgekriegt. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Also ehrlich. Hast du noch Familie zu Hause? Ja. Wie viele? Also ich habe eine Tochter und eine Freundin. Die sind zu Hause. Dann kriegt jede von denen auch noch einen Aufkleber. Und den runden kriegst du extra und einen für dich natürlich. Ja, vielen Dank. Ne? Vor allen Dingen die Runden, da habe ich nicht viele von, da habe ich irgendwann mal eine 50er-Serie von gemacht. Mehr gibt es davon derzeit noch nicht. Dankeschön. Na? So, und jetzt können wir uns endlich entspannen. Wir haben nämlich schon versucht, seit 2 Tagen eigentlich irgendwo mal ein Treffen dann hinzukriegen. Und da war mein Handy leer. Und dann Handy leer, ja. dies, das, jenes. Also wir hatten schon ein paar Treffen und jetzt hat es endlich geklappt. Ja. Na? Also ich bin glücklich. Ich freue mich, dass es dich getroffen hat. Ich glaube, es hat den richtigen getroffen. Und jetzt haben wir auch noch 2 von den Vero-Schraubenziehern. Also das wird ja immer wilder hier mit den Ballons. Und wir haben herrliches Wetter. Ja, Traumwetter, es wird ein Staubwacken. Ja. Die kämpfen jetzt ja schon gegen an, die fangen jetzt schon an, die Gelände im Wackinger mit Wasserstreuern ein bisschen anzufeuchten, damit sich der Staub nicht so ganz doll entwickelt. Aber hier draußen auf dem Plaza ist jetzt ja schon kein grüner Grashalm mehr. Das in 2 Tagen ist das hier nur noch Staub. Viva Mexico! Mexico! Viva Wacken! Wacken! Und die Sonne verabschiedet sich allmählich.
Susi Quattro kommt. Da wollen wir doch mal schnell hin. It is fantastic to be here today. I have been looking so forward to this game. In fact, we're going to be rocking and rocking. All your favorite hits, you just heard 4. We got loads more. In fact, you're going to hear music from 1970. Right up until 2024. I've been doing this for 60 years now. Yay! Ich bin der Travel with me. Sorry, aber deine Videos sind geil. Danke, danke. Alien Invasion. Und wer sich von euch fragt, wo denn Meet and Greet ist, da drüben ist die Faster and die Harder. Und auf der Seite haben wir die Lauder. In diesem Bereich hier, wo das Zelt zum Sitzen ist, ist dann der Meet and Greet Bereich. Ich habe mich dann schon mal in Richtung Faster Bühne aufgemacht, denn gleich kommt In Extremo. Dieses Jahr tatsächlich etwas schwierig mit den Aufnahmen. Die Hauptbühnen dürfen kaum gefilmt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo seht, dass ich über die Bühne wegschwenke, das liegt nicht daran, dass ich euch das nicht zeigen will. Ich darf es nicht. Das gilt nicht nur für die YouTuber, das gilt für alle Medien. Das ist also für alle Gleichbehandlung. Von daher, da müssen wir dieses Jahr einfach mit leben. Erklärt euch aber vielleicht, weshalb meine Schnitte dieses Mal so ein bisschen komisch sind manchmal. In Extremo! Und der Bullhead brennt. Wacken ist, wenn der Bullhead brennt. Extremo genieße ich jetzt noch mal in Ruhe. Aber mit den Dreharbeiten ist ja ohnehin schwierig, wisst ihr ja. Jetzt ist es aber auch echt frisch geworden. Also morgen bin ich schlauer, morgen kommt der Pullover mit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins von meinen Videos. Jetzt auch täglich einmal vom Wacken. Aber auch später dann von den Wohnmobilreisen, von meinen Basteleien am Wohnmobil. Also überwindet euch ruhig mal. So ein kleines Abo kostet euch gar nichts, hilft beim Kanal aber enorm weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.